Naja, ich musste eins feststellen, als wir die ersten Monate mit den Ostberliner Sportlern und Sportfunktionären zusammensaßen. Das Einzige, was uns vereint hatte, war die Liebe zum Sport. Wir haben über Sport unterhalten und weniger über Politik. Und viele haben sich natürlich aus Ostberlin auch zurückgezogen, wegen ihrer SED-Vergangenheit. Andere haben gesagt, wir sind jetzt eine Stadt, ein Sport und wir machen mit. Die sind bei uns mit in den Vorstand der Sportjugend gewählt worden, sie sind im Landessportbund ins Präsidium gewählt worden. Und mit diesen Leuten haben wir einen sehr schönen Kontakt, Aufbauleistung erreicht. Und wenn wir uns irgendwann mal treffen, dann strahlen wir uns an und sagen, Mensch, war das eine tolle Zeit, als wir hier den Ost- und den Westberliner Sport vereint haben. Ja, das war natürlich auch sehr spannend. Eins haben wir nicht erreicht, dass die Ostberliner Kinder und Jugendlichen in dem hohen Prozentsatz wie im Westteil der Stadt in die Sportvereine eingetreten sind. Diese Sportvereine gab es jetzt zum Teil noch gar nicht. Die Betriebssportvereine der DDR haben sich aufgelöst, es haben sich neue Vereine gegründet. Und die Kinder und Jugendlichen waren quasi ohne Betreuung, weil ja ihre Jugendclubs der FDJ und ihre Treffpunkte der Pionierorganisation von heute auf morgen geschlossen waren. Und wir haben uns insofern beholfen, dass wir in Ostberlin sogenannte Sportjugendclubs in Zusammenarbeit mit Schulen errichtet haben. Das waren die ehemaligen Fresswürfel, hat man es genannt, wo früher die Schulspeisung gegeben wurde. Und diese Projekte haben wir übernommen, 10, 15 Sportjugendclubs, Mädchensportzentren, wo die Kinder und Jugendlichen dann durch Sportpädagogen und Sozialarbeiter betreut wurden. Und wir ihnen dann irgendwann die Chance gegeben haben, sich den Sportvereinen anzuschließen, die sich inzwischen dann in Ostberlin gegründet hatten und die dann insbesondere auch Kinder- und Jugendabteilungen aufgemacht haben. Aber insgesamt ist heute noch der Organisationsgrad in den Vereinen um 50% im Ostteil der Stadt geringer als im Westteil. Das muss man feststellen. Das haben wir also nicht geschafft, insbesondere die 25.000 Schülerinnen und Schüler, die in Schulsportgruppen zusammengefasst wurden, in Vereine zu überführen. Wir haben es versucht, indem wir gesagt haben, jede Schule stellt bitte 7 Lehrer oder Eltern und gründet einen Verein, lässt sich ins Vereinsregister als Sportverein eintragen und macht dann Sportangebote mit diesen ehemaligen 25.000 Schülerinnen und Schülern. Das ist nicht gelungen. Die Ostberliner hatten mit sich selber so viel zu tun, dass sie dafür keine Kraft mehr hatten, um diese Vereine zu gründen. Und das haben wir dann über die Sportjugendclubs auf anderen Wege eingeleitet, dass dort so ein Scharnier war, Kinder und Jugendliche, die betreut wurden und die dann eventuell die Chance hatten, sich den inzwischen gegründeten Sportvereinen anzuschließen. Das war eine sehr interessante Entwicklung. Die Begeisterung für den Sport war jedenfalls vorhanden. Und viele ostdeutsche Politiker haben uns gesagt, nach der Wende, wir kommen eigentlich nur noch über den Sport an Kinder und Jugendliche heran. Wir haben sonst keine Chance, mit ihnen zu sprechen und zu kommunizieren und sie irgendwie in Bewegung zu setzen, nachdem also die FDJ und Pionierorganisationen von heute auf morgen zusammengebrochen waren. Naja, einmal ist der Sport ja so eine Art sozialer Kitt zwischen der Bevölkerung und auch zwischen Kindern und Jugendlichen. Und zweitens, der Lernort ist, dass sie ja quasi die Chance haben, in selbstständigen Jugendgruppen sich innerhalb eines Vereins oder in dem Fall bei uns auch in den Sportjugendclubs oder in den Mädchensportzentren demokratisch zusammenzusetzen, sich selbst zu verwalten, dafür zu sorgen, dass sie öffentliche Förderung bekommen, sich also um Gelder zu bemühen, dass sie auch Beiträge bezahlen dafür. Früher bei der DDR gab es ja in dem Sinn keine Beiträge. Der Staat hat ja den Sport staatlich angeboten, das war ja umsonst. In einem Sportverein muss man natürlich einen Vereinsbeitrag entrichten, was nicht so einfach war. Und insofern sind es Lernorte. Und wir haben zum Beispiel mit unserem Berliner Fußball-Fan-Projekt ein Projekt Lernort Stadion, was wir zusammen mit Hertha BSC machen. Und da steht es mit im Vordergrund. Und das ist aber auch schon
die Sportvereine, der Sport war schon zu Zeiten von Turnvater Jahn ein Lernort der Demokratie. Ja. Es gab natürlich familiäre Kontakte, gerade in Berlin, dass eben ein Teil der Verwandtschaft in Ostberlin wohnte, der andere in Westberlin, sodass man also auch per Brief Kontakt hatte. Und wenn die Ostberliner im Rentenalter waren, durften sie ja auch ihre Westverwandtschaft besuchen. Die Vereine kannten sich, haben sich auch im Hochleistungssport getroffen. Im Breitensport gab es es aber nicht. Es gab keinerlei Begegnungen zwischen Gruppen aus der DDR und in dem Fall hier West-Berlin im Sport, im Breitensport, im Gesundheitssport oder im Freizeitsport. Wir hatten einige Begegnungen mit der FDJ, die so Ende der 80er Jahre begann. Ich war damals Vorsitzender des Landesjugendringes und hatte also auch mit dem Zentralrat der FDJ in Ostberlin über solche Begegnungen mit zu verhandeln. Als Westberliner immer so ein bisschen am Katzentisch, weil die DDR ja Westberlin nicht als Bestandteil der Bundesrepublik aufnahm. Aber die FDJ war da großzügiger. Die Funktionäre haben immer gesagt, passt mal auf, wenn hier unser Honecker und die Leute alle tot sind, dann kommen wir an die Regierung und dann machen wir den Sozialismus ganz toll. Und naja, nun, und da gab es also schon Kontakte und wir hatten also auch mehrere Delegationen, zum Beispiel aus Leipzig und Erfurt, die vor der Wende in Berlin-West Gäste der Sportjugend waren, die bei uns im Gästehaus gewohnt haben, mit denen wir ein Programm hatten. Wobei diese ostdeutschen Jugendlichen meistens nicht wussten, wo die Reise hingeht. Die hatten sich beworben für eine Fahrt ins antikapitalistische Ausland und wurden dann überrascht, dass sie eben nicht nach Schweden oder Italien fahren durften, sondern nach West-Berlin. Aber das haben sie dann auch noch verkraftet. Ja, da gab es natürlich politisch jede Menge Streit immer, ja, mit Absagen und Demonstrationen und wie weiß ich was. Und